Wir sind hier vor dem grünen Hügel, aber nicht in Bayreuth, sondern in Luzern. Wir können durchaus sagen, dass Luzern eine Wagnerstadt ist. Warum? Weil Richard Wagner hat hier an diesem Ort die Arbeit am Ring des Nibelungen wieder aufgenommen. Er hat den Siegfried vollendet und hat an der Götterdämmerung weitergearbeitet. Hier im Haus sind 2 seiner 3 Kinder zur Welt gekommen. Seine Tochter Eva und der Sohn Siegfried wurde hier geboren. Und Richard Wagner konnte sogar hier in Luzern seine familiären Verhältnisse wieder in Ordnung bringen. Seine langjährige Geliebte Cosima von Bülow hat er auch hier in Luzern in der Matthäuskirche geheiratet. Leider ist nicht dokumentiert, ob Pierre Boulez auch das Richard-Wagner-Museum hier in Luzern besuchte. Was wir aber wissen ist, dass er während seiner Luzernaufenthalte es liebte, am wunderschönen Ufer des Vierwaldstätter Sees spazieren zu gehen. Und wir gehen schwer davon aus, dass er auch die ehemalige Wohnstätte von Richard Wagner hier in Triebschen aufsuchte, um auf den Spuren des Meisters zu wandeln. Leider haben wir heute Pech mit dem Wetter. Dafür haben wir umso mehr Glück, dass wir jetzt nach drinnen gehen können. Es gibt durchaus Parallelen zwischen den beiden, zwischen Richard Wagner und Pierre Boulez. Beide sind Utopisten. Sie sind eingestanden für ihre Ideale und für ihre Ideen und sie haben durchaus auch radikale Parolen niedergeschrieben bzw. geäußert. Beide haben ihr Heimatland verlassen müssen. Richard Wagner während der Dresdner Revolution 1848. Er musste jahrelang ins Exil gehen, hier in die Schweiz. Pierre Boulez hat Frankreich verlassen, weil er mit der aktuellen Kultur- und Algerienpolitik nicht einverstanden war. Und beide sind aber in ihre Heimatländer wieder zurückgekehrt mit der Unterstützung eines Königs bzw. Staatspräsidenten. Richard Wagner hat dann in Deutschland eine einzigartige Institution geschaffen, nämlich die Festspiele von Bayreuth. Und Pierre Boulez in Frankreich, in Paris, das IRCAM ins Leben gerufen. Sowohl Richard Wagner als auch die Ringtetralogie haben im Leben von Pierre Boulez eine ganz besondere Rolle eingenommen. 1966 dirigierte Pierre Boulez in Bayreuth bereits einen aufsehenerregenden Parsifal und 10 Jahre später, 1976, schmiedete er zusammen mit Patrice Chéreau den sogenannten Jahrhundertring. Nicht nur Chéreaus Inszenierung des Ring des Nibelungen sorgte für einen Eklat, auch das Dirigat von Pierre Boulez hat Stirnrunzeln auf den Gesichtern des Publikums verursacht, denn er hat diesen weihevollen Wagner-Klang hinter sich gelassen. Er hat sich entschieden, zügige Tempi zu spielen, einen klaren, sehr transparenten Orchesterklang herausgearbeitet und einfach einen analytischen Blick auf die Noten getan. Die Premiere sorgte für Tumulte. Man hat sogar Angst gehabt, dass jetzt gleich die Saalschlacht beginnt, denn das Publikum war überfordert mit dieser Art Aufführung. Selbst die Orchestermusiker haben rebelliert und fanden das Dirigat von Pierre Boulez alles andere als angemessen. 5 Jahre später passierte aber genau das Gegenteil. Die letzte Vorstellung fand statt und die Aufführung wurde frenetisch bejubelt. Das Publikum war begeistert und ab da sprach man wirklich vom Jahrhundertring, der Maßstäbe gesetzt hat bis in die heutige Zeit hinein. Und es ist eine sehr schöne Pointe, dass Pierre Boulez, der große Wagner-Dirigent, hier in Luzern, in dieser Wagnerstadt, ein außergewöhnliches Projekt realisierte, die Lucerne Festival Academy. Und diese steht letztlich auch unter dem Wagner-Motto: Kinder schafft Neues.